Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Zwifo, der Folge, wo wir nie genau wissen, was wir zeigen werden. Diese Woche zeigen wir euch aber, wie wir uns so ein bisschen auf den kanadischen Winter vorbereiten. Schockierenderweise hatten wir ja schon einen Tag Schnee und es ist von sommerlichen Temperaturen auf minus 2-3 Grad runter gefallen. Deswegen haben wir gedacht, nutzen wir heute den Tag und wechseln mal von Sommermodus oder Herbstmodus auf Wintermodus und zeigen euch so ein bisschen, was wir für Klamotten dabei haben, wie wir uns im Van halten. In dem Van halten, wie wir uns im Van warm halten. Und vielleicht den einen oder anderen Lifehack oder Van-Hack, wie man vielleicht sich hier ein bisschen muckelig im Van machen kann, auch ohne Heizung. Und vielleicht denkt ihr auch, oh Gott, die zwei überleben niemals den kanadischen Winter. Absolutes Must-Have sind unsere neuen Puschen, die wir bekommen haben von Svennys Mama. Die sind wirklich Gold wert, denn selbst wenn wir die ganze Zeit die Heizung laufen haben, der Boden ist immer irgendwie doch noch ein bisschen kälter. Und warme Füße ist das A und O. Absolut überlebensnotwendig ist natürlich unsere Standheizung. Die haben wir verbauen lassen, die ist von Webasto und wir haben so einen kleinen Pinökel, den wir verdrehen können, um die Luftrichtung zu bestimmen. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Du kannst zum Beispiel nach links verdrehen und dann kommt die Luft hier von unten hier so hoch und dann können wir unsere nassen Jacken hier oben aufhängen und dann trocknen die relativ schnell. Und wenn wir es in die andere Richtung drehen, haben wir eine schöne Luftzirkulation nach oben in den Raum und haben es schön muckelig warm hier drin. Hier ist unsere Schaltzentrale, wollte ich gerade schon sagen. Klar. Unser kleines Dieselstandheizungspanel. Hier können wir am besten einen Timer stellen, damit wir es morgens schön warm haben im Van. Wir waren nicht ganz so clever, um uns das vielleicht in der Nähe vom Bett zu verbauen, dass wir es einfach morgens, wenn wir aufwachen, es anmachen. Aber Gott sei Dank haben wir den Timer. Dann können wir es für den nächsten Morgen schon einstellen. Morgens um 6 geht die Heizung an und wenn wir dann aufstehen, ist es muckelig warm. Oder wenn wir wandern gehen. Oder wenn wir wandern gehen und zurückkommen, können wir schon einstellen, dass es schon warm ist und ja, eine gute Sache. Hier oben haben wir noch ganz klassisch die Thermomatten für die Frontscheiben vorne. Die helfen sowohl gegen kalt als auch warm, deswegen haben wir die das ganze Jahr da oben drin. Nicht schön, aber nützlich. Richtig nervig vor allem. Nervig. Aber ja. Da wir aber nicht nur zu zweit im Van sind, sondern dieser kleine Racker auch noch mit dabei ist und die auch nicht frieren soll, haben wir natürlich auch ein paar Gadgets für Peppy eingekauft. Und zwar hat sie in ihrer Box haben wir ein 3-Lagen-Fellsystem. Und zwar einmal hier ganz unten eine thermobeschichtete Matte, damit der Boden nicht so viel Kälte nach oben abgibt. Dann hat sie ihr normales Polster, was sie da immer drin hat. Das haben wir übrigens auch selber gemacht. Und dann hat sie noch eine letzte Decke, die wir eigentlich auch immer überall mit hinnehmen, wenn wir irgendwie in ein Restaurant gehen oder so. Oder ja, irgendwo anders hin, dass sie weiß, da legt sie sich drauf. Da muggelt sie sich auch immer rein und formt sich das eigentlich so, wie sie es möchte. Und wenn dann alle Stricke reißen und es immer noch zu kalt ist, dann haben wir ihr einen total schönen Vlies gekauft, den sie auch sehr gerne anzieht. Und da drin fühlt sie sich dann auch sehr muggelig und warm. Und ehrlich gesagt, wenn es zu kalt wird im Van, dann hüpft sie sowieso hoch zu uns ins Bett und muggelt sich irgendwie zwischen die Decken und dann friert die auch nicht nachts. Wie man neben der Standheizung den Van noch warm halten kann, ist, wenn man den Herd betätigt quasi und das so lange wie möglich. Und da ist es gut, wenn man einen Omnia-Ofen hat, den kommt auf den Gasherd und da drin kann man dann Kuchen oder Brote oder irgendwas backen oder man kocht sich
Eintöpfe oder irgendwas, was lange auf dem Herd kochen muss, damit sich der Van so richtig schön aufwärmen kann. Heute gibt es ein Brot. Ich habe da schon was vorbereitet. Wow, der ist krass geworden. Ist vielleicht schon ein bisschen übergegangen. Wir haben ein bisschen zu lange gewartet. Ja, der kommt jetzt in den Ofen. Dann schmeißen wir den Omnia-Ofen an und dann muss das so 45 Minuten bis 50 Minuten backen. Dann haben wir es schön warm und knusprig hier im Van. Und Brot. Dein Knetgesicht? Das ist mein Knetgesicht. Aufs Brot kommt jetzt noch ein bisschen Wasser oben drauf und dann haben wir hier noch so einen alten Salatkerne-Mix. Der kommt oben zur Verzierung drauf und dann schmeißen wir den Ofen an. Jetzt tauschen wir mal unseren spätsommerlichen, herbstlichen Kleiderschrank zu unserem Winterkleiderschrank aus. Ein großer Austausch ist es zwar nicht. Nee, großer ist es nicht, aber ja genau, wir haben unsere Hauptklamotten oben in den Oberschränken und die Warmklamotten haben wir in der Garage in der Box gelagert und das tauschen wir jetzt einfach einmal aus. Wir holen jetzt die warmen Klamotten unten raus und hier oben holen wir die Sommerklamotten raus. Yeah. Danke. Was haben wir jetzt so? Wir haben Röckchen, luftige Hosen, Hemden, kurze Hosen, Jeansjacken. Jeansjacke könnte man vielleicht noch oben behalten, aber wir ziehen sie so selten an. Muss aus Platzgründen nach unten. Hier versteckt sich unsere Box. Voll mit schönen warmen Klamotten. Tschüss Sommerklamotten. Wir sehen uns in Mexiko. Natürlich haben wir unsere geliebten Fürmützchen dabei. Die benutzen wir schon ein bisschen länger. Hilft gegen Kälte, sowohl als auch nicht geduschtes Haar. Warme Socken, ganz wichtig. Dicke, kuschelige Jacken von Basti. Jetzt, weil wir keine dicken Winterjacken dabei haben, haben wir uns für den Zwiebellook entschieden. Deshalb haben wir lange Unterwäsche dabei. Man könnte meinen, wir haben einen Hund. Lange Unterwäsche. Die hier sind mega. Das ist so ein bisschen dickerer Longsleeve und wir lieben es. Das ist, glaube ich, mit Merino und die halten so warm. Einmal für Basti. Meine lange Unterwäsche. Ich habe eigentlich auch noch so ein Teil. Habe ich das schon drin? Wahrscheinlich schon. Habe ich anscheinend schon drin. Ich habe noch einen dicken Vlies. Handschuhe sind richtig wichtig. Da haben wir auch mehrere von, weil wenn wir von einem Spaziergang zurückkommen und die sind nass und wir müssen wieder mit Peppi rausgehen, dann ist es gut, wenn man noch mal ein paar trockene hat. Und noch ein Stirnband von mir.
Und wenn man das alles anhat, inklusive unserer Jacken, die wir auch schon draußen haben, dann sieht man so aus. Kannst du dich noch bewegen? Mir ist warm. Kannst dich wieder ausziehen. Oh oh. Bisschen kannst noch. Damn. Timer 5 Minuten. Und so lange zeigen wir euch noch ein, zwei Sachen, wie wir uns im Bett warm halten. Okay, das klang irgendwie ein bisschen komisch. Nicht das, was ihr denkt. Wir haben einen extra Laken auf unserer Matratze. Das ist eigentlich nur eine ganz normale Kuscheldecke. Die ist auch schon ein bisschen älter, hat auch schon Löcher. Aber die hält super warm. Auf dem Spannbettlaken, wenn man sich dann nachts bewegt, auf eine kalte Stelle, wird es direkt eisig kalt. Und mit der Decke ist das einfach super und gelöst, das Problem. Und weil wir in der Nacht die Standheizung nicht so gerne laufen haben, einfach wegen der trockenen Luft und dem Geräusch, haben wir... Wo sind sie? Wärmflaschen. Für jeden eine. Ich benutze sie häufiger als Basti. Stimmt. Ich lieb's. Du hast die ganze Nacht, ist es warm, du hast es unter deiner Decke und man hat einen richtig guten Schlaf. Ein letztes Gadget. Nämlich, wenn wirklich alle Stricke reißen, haben wir eine elektrische Wärmedecke. Die läuft per Akku, kann mit USB geladen werden. Wir benutzen sie als Standheizung und wenn man natürlich irgendwie seine Liegefläche vorher aufwärmen möchte, man kann sie auch direkt drauflegen. Benutzen wir sie wirklich als Standheizung oder als Sitzheizung? Sitzheizung. Dann jetzt Standheizung. Wer sagt denn sowas? Hat 3 Stufen, ist wirklich genial. Wir haben sie noch relativ wenig benutzt, aber wenn, ist wirklich ein richtig cooles Gadget. Gerade als Sitzheizung hat immerhin eine Person einen warmen Hintern. Der andere muss leider frieren, denn wir haben nur eine davon. Das bin Ich ich. wollte gerade sagen, ratet mal, wer das ist. Aber ja, benutzen wir nicht allzu oft. Wenn, ist es richtig cool, können wir wirklich empfehlen. Nicht ganz günstig, aber lohnt sich. Und so kommen wir hoffentlich durch den kanadischen Winter und liegen nicht als Eiszapfen irgendwann an unseren Van geklebt. So, unser Brot ist jetzt wirklich fertig. Sieht richtig gut aus. Es riecht gut. Wir gönnen uns jetzt unser richtig leckeres Brot. Hoffentlich lecker, aber es riecht fantastisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie ein ganz spezielles Gadget habt, um euch im Winter warm zu halten, was wir hier noch nicht haben. Oder vielleicht haben wir es ja auch und ihr benutzt das auch. Haut es mal in die Kommentare. Wenn euch diese kleine, kurze Zwiebel gefallen hat, natürlich wieder jede Menge Daumen da lassen. Damit unterstützt ihr uns. Wir freuen uns riesig. Und ihr abonniert noch schnell unseren Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke! Ende. Eigentlich Es ist schnell gemacht.